Der Zinstest steht mal wieder an. Gemeint ist nicht die Frage, ob, wann und wie viel die internationalen Notenbanken die Zinsen senken, sondern ob das hohe und wachsende US-Budgetdefizit die Märkte in die Knie zwingt. Was bislang eher als abstrakte Gefahr angepriesen worden ist, hat mittlerweile mit dem Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf über 4,5% an Aktualität und Brisanz gewonnen. Angesichts der robusten Unternehmensgewinndaten haben die Märkte aber vorerst noch keinen Bremsvorgang eingelegt. Allerdings mehren sich die Anzeichen für eine konjunkturelle Abschwächung. Vorerst sichtbar eher in den Umfragen, noch nicht in den sogenannten harten Konjunkturdaten. Diese sind noch erstaunlich robust, basieren aber eher auf einem wackeligen Fundament, zum Beispiel vorgezogenen Einkäufen oder aber dem Lageraufbau. In eine Rezession dürfte uns das jedoch nicht bringen. Mit größeren Marktschwankungen ist aber nach wie vor zu rechnen, sodass wir eine strategienahe Umsetzung der Aktienquote präferieren. Innerhalb der Portfolios sind wir allerdings sehr aktiv geworden. Was haben wir zum Beispiel angepasst? Erstens, Zukauf von Staatsanleihen. Die Renditen der internationalen Staatsanleihen sind mittlerweile wieder über 3% gestiegen. Seit 2022 schwanken sie zwischen 2,7 und 3,5%, aber da lag ja auch die Inflation noch bei über 7%. Mittlerweile ist sie auf 2,5% gefallen. Auf der realen Seite sind deshalb die Staatsanleihen attraktiv. Zweitens, wir wechseln von Halbleiter wieder zurück in den Nasdaq. Seit dem Tief im April hat der hohe Beta-Bereich Halbleiter um rund 30% zugelegt. Wir kaufen uns wieder mehr Breite ins Tech-Portfolio und wechseln in den Nasdaq. Die Big Tech überzeugen nicht nur mit den Gewinnen, sondern auch mit erheblichen Aktienrückkäufen. Drittens, wir kaufen Rohstoffe zu, bleiben aber im Untergewicht. Das Öl schwächelt zwar, aber die Nicht-Energiebereiche stützen die Nachfrage doch deutlich. Viertens, wir reduzieren wieder den US-Dollar. Die temporäre Erholung des US-Dollars dürfte unseres Erachtens nicht Bestand haben. Deshalb reduzieren wir unser Dollar-Exposure erneut, da uns die Risikoprämie dort zu hoch ist. Mehr Anlageideen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten finden Sie wie immer auf unserem Insights-Blog auf der Swisscanto Homepage. Kommen Sie gut durch den Juni und bleiben Sie ausgewogen.